Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen werden den USA zufolge in den kommenden Tagen fortgesetzt. Gleichzeitig heißt es vom obersten US-General, dass die Gefahr eines größeren Krieges im Nahen Osten durch den Schlagabtausch zwischen Israel und der Hisbollah erst einmal gesunken sei. Auch der Iran versicherte, keine Spannungen in der Region schüren zu wollen. Dennoch werde es noch eine Vergeltung für die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh geben. Ich möchte darüber sprechen mit unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf für uns in Tel Aviv. Denn Steffen, auf der einen Seite klingt es nach einer leichten Entwarnung. Auf der anderen Seite sagt der Iran, es wird einen Angriff geben. Wie geht man damit in Israel um? Also rechnet man hier mit einem Angriff? Ein klares Ja. Man rechnet mit einem Angriff durch Teheran, rechnet man mit einem massiven Angriff, das wohl eher nicht. Die Frage ist natürlich, wann und wie der Iran sich sozusagen rächen wird, Vergeltung üben wird. Aber natürlich haben sich hier die Streitkräfte längst darauf vorbereitet, spätestens natürlich seit dem 31. Juli, als Ismail Haniyeh getötet wurde, mutmaßlich durch Israel. Zumindest ist es ja das, was der Iran sagt. Jetzt ist es so, dass die USA natürlich auch als großer Player mit dabei sind. Der Generalstabschef der amerikanischen Streitkräfte, Charles Q. Brown, war ja die vergangenen Tage hier in Israel, hat auch gesagt, dass man beispielsweise die Flugzeugträgergruppen, 2 an der Zahl, in der Nähe lässt, um eine Abschreckung gegenüber dem Iran weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber noch einmal ganz klar, man bereitet sich hier darauf vor und man rechnet fest damit, dass der Iran Vergeltung üben wird, mit Angriffen in welcher Form auch immer. Steffen, und die neuesten Verhandlungen sind erstmal ergebnislos ausgegangen, was eine Waffenruhe im Gazastreifen angeht und damit natürlich auch einen möglichen Geiseldeal. Aber es soll weitergehen und das schon bald. Wie viel Hoffnung haben die Angehörigen in Israel selbst? Wie laut sind sie auch noch immer, was die Forderungen angeht, alle nach Hause zu bringen? Also es ist so, dass ja jetzt erstmal Unterhändler wieder miteinander sprechen. Also das heißt nicht die Top-Ebene, sondern eine untere Ebene, wo es wieder um Vorverhandlungen geht, bevor dann möglicherweise wieder führende Politiker zusammenkommen, beziehungsweise führende Vertreter auch der Hamas. Also mit anderen Worten, das wird sich weiterziehen. Die Geiselangehörigen haben heute beispielsweise wieder eine Autobahn zwischen Jerusalem und Tel Aviv besetzt, blockiert, weil sie ganz einfach verzweifelt sind mit der Situation, wie sie ist. 109 Geiseln, das ist die offizielle Zahl, sind wohl noch im Gazastreifen. Man geht davon aus, dass mindestens ein Drittel davon inzwischen tot ist. Also das heißt, man hofft, dass 60 noch am Leben sind. Aber natürlich für die Angehörigen gehen diese Verhandlungen nicht schnell genug voran. Man fordert immer wieder die Regierung Netanyahu auf, da sich zu bewegen, Konzessionen zu machen, weil man natürlich das Leben der Angehörigen retten will. Aber die Regierung Netanyahu hat klargemacht, dass sie die Luftschläge gegen die Hamas, dass sie die Bodenoperationen weiter fortsetzen will. Das ist auch heute im Laufe des Vormittags wieder passiert. Vor allem im Süden des Gazastreifens hat es wieder massive Angriffe gegeben, hat es wieder Tote und Verletzte gegeben. Also ich sehe momentan nicht, dass hier wirklich ein Geiseldeal oder tatsächlich ein Waffenstillstand in Kürze eintreten wird. Steffen, danke schön für diese Einordnungen aus Tel Aviv.